Ni hao! Moin und herzlich willkommen von eurer Camperkatze. Wir sind in Peking auf der Camping-, Caravan- und Freizeitmesse und hier auf dem Stand von Weihang. Die bauen ganz geile Allradfahrzeuge. Ich bin begeistert und die Leute, die unseren Kanal kennen, die wissen auch, das ist genau meine Farbe. Kommt mal mit, Allradfahrzeug. Ich würde ja mal sagen, ne, wo 4x4 draufsteht, da muss auch 4x4 drin sein. Aber das ist gar nicht das Besondere an diesem Auto, denn dieses Auto hat mal einen etwas anderen Grundriss und der gefällt mir schon. Also, ihr wisst ja, mir gefallen sowieso mal andere Konzepte, die mal ein bisschen anders gedacht haben. Und das ist hier bei dem Auto so. Aber erstmal gucken wir uns das Auto von außen an. Ein Traum auf Ford-Basis, Allradfahrzeug. Ihr wisst, bei Allrad geht natürlich sowieso mein Herz auf. Und dann zusätzlich noch in dieser Farbe. Es ist ein Fahrzeug unter 6 Meter. Und das ist in China ja entscheidend, denn diese Führerscheinbegrenzung hat hier nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern lediglich mit der Länge. Ich kann dieses Auto mit einem normalen Führerschein fahren. Und hier hat man Backen verklebt. Und die haben einen Grund, denn dieses Auto hat ein Querbett hinten. Aber das zeigen wir euch später. Erstmal außen haben wir hier nochmal ein paar Klappen und das finde ich auch ganz pfiffig. Wir haben hier nicht eine normale Wassereinfüllung, sondern wir haben hier eine Schnellkupplung. Und ihr wisst ja, ne, wenn ich hier gerade mal Wasser nachfüllen muss und ich komme mit meinem Schlauch in so eine normale Öffnung und dann läuft vielleicht zu viel Wasser durch, schwappt alles über. Also man hat dann immer so ein bisschen Problematik mit dem Wasser befüllen. Und hier bei so einer Schnellkupplung, da stecke ich das Ding einfach an, fülle das Wasser rein und gut ist. Ich habe hier eine Außensteckdose verbaut und wenn Mutti mal sagt, ja, aber mein Handy, das muss geladen werden, auch das geht hier, nämlich per USB. So, jetzt seid ihr gespannt, wie das Ding innen aussieht, ne? Kommt mal mit. Auto unter 6 Meter, ne, Leute? Also hier in diesem Auto gibt es nur Fischbrötchen. Hier kann nicht richtig gekocht werden. Hier ist eine kleine Spüle, aber unter 6 Meter ist immer ein Kompromiss. Muss man halt einfach sagen. In China sowieso ein bisschen anders, ne, mit dem Kochen. Ich kann hier die Küchenzeile ein bisschen erweitern. Ich habe hier nochmal ein bisschen Fläche. Allerdings, Kochen, ne, Leute, ist in China sowieso ein bisschen anders. Die kochen sehr, sehr gerne draußen aufgrund der ganzen Geruchentwicklung, der Öle, die so im Raum sich dann verteilen. Und Kochen ist in China halt eigentlich immer ein Event. Also ich mache dann halt meine Suppe, ich stelle den Wok auf die Schüssel, hätte ich beinahe gesagt. Auf den Tisch natürlich. Meine Güte. So, ich stelle den Wok auf den Tisch und dann kann ich da halt einfach ein bisschen kochen. Was soll's, ne? Hier ganz schön gelöst. Hinter der Küchenzeile geht der Mückenschutz lang. Und das fühlt sich auch sehr, sehr wertig an, ne? Also es ist halt sehr, sehr, sehr gut geführt. Also hier sehr, sehr stabil. Hier wackelt nichts, hier klappert nichts. Ist ja auch gerade bei so einem Auto relativ wichtig, ne? Wenn du ein Allradfahrzeug hast, wo du halt auch im Gelände unterwegs bist, dann muss das hier alles auch schon ordentlich fest und stabil sein. Und hier habe ich wenig zu meckern. Ich habe hier insgesamt zweimal eine Erweiterung. Also ich kann halt oben und unten noch was hinstellen und mir den Eingangsbereich so komplett verbauen. Okay. Aber gut, wie gesagt, das ist ein Kompromiss. Auch China üblich. Ein sehr großer Monitor. Ne? Und das ist nicht nur ein Monitor, sondern ich kann hier auch nochmal auf die Funktionen vom Auto zugreifen. Also hier wird mir alles angezeigt, was sozusagen die Funktion des Autos angeht. Hier oben haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, die haben dann halt immer noch mal eine Außenkamera. Ich muss nicht die Türen aufmachen, wenn ich halt Geräusche draußen höre. Nachts ist es halt, ne, auch im Wald mal dunkel, hat man gehört. Und dann habe ich hier meine Kameras und kann hier rundum beim Auto mal gucken, was habe ich denn hier so, was ist unten quasi an meinem Auto dran. Hier neben habe ich mal den Bordcomputer. Ist er aus? Ja, hier, guck mal. Bordcomputer, hier sehe ich halt, ne, alle Funktionen, wie ich beim normalen Auto auch habe. Also wie viel Strom habe ich noch an Bord und so weiter und so fort. Und was hier mal besonders ist, ist mein Anzeige
Feld oder meine Anzeige für Wasser und die Toilette. Also, ne, hier als klassisches analoges Anzeigedisplay kann ich hier sehen, wie viel Strom habe ich noch an Bord. Ach Quatsch, Strom. Wie viel Wasser habe ich noch an Bord und wie viel Abwasser. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen Staufächer. Oh, und wir haben uns oft bei den China-Autos beschwert über diese billigen Beschläge und dass sie mitunter auch oftmals unterdimensioniert sind. Und hier muss ich mal sagen, guckt euch das mal an, ne? Für so eine kleine Klappe hier schon 3 Scharniere und die sind auch noch hier selber mit Federn, ne? Also da gibt es auch wenig zu meckern. Daneben habe ich noch eine Klappe. Aber klar, Stauraum ist ein Kompromiss. Hier vorne in der Küche, hier habe ich noch ein paar Schalter. Hier kann ich das Licht an- und ausmachen. Hier kann ich die Wasserpumpe an- und ausmachen. Dann habe ich hier das Bedienfeld für die Heizung. Habe noch einen Stromeingang daneben. Und hier drunter habe ich einen ganz kleinen Kühlschrank. Ja, der ist klein. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Das sieht auch aus wie ein Kompressorkühlschrank, ne? Weil hier ist dieses Feld halt, das fehlt mir halt auch. Und darunter habe ich noch einen kleinen Kühlschrank. Also es ist halt beides Kühlschrank. Und das Besondere an diesem Auto kommt aber jetzt. Und man kann es auch schon ein bisschen erahnen. Du siehst hier unten, im Fußbereich haben sie nämlich hier den Fußboden abgesetzt. Hier ist ein kleiner Tritt und hier ist ein Ablauf. Das Besondere an diesem Konzept ist nämlich das Bad. Das kann ich ausziehen. Und dann habe ich dahinter entsprechend nicht nur meine Toilette, sondern ich habe dahinter auch noch eine Tretford, die Dusche. Kommst du da jetzt auch rein? Oder wie? Vor allem, es bleibt gar nicht so, ne? Oder wie? Also muss ich reingehen und das dann rausziehen oder wie? Es bleibt gar nicht so. Wieso nicht? Wie müssen wir das festmachen? Nee, es ist auch. Der Wagen steht jetzt schräg, ne? Ja, ich glaube, der steht schräg. Ja. Aber muss ich sozusagen erst ins Klo reingehen, damit ich dann das rausschiebe? Weil wenn du das rausschiebst, dann ist hier kaum noch Platz, um irgendwie da in diese Tür reinzukommen, am Tisch vorbei, weißt du? Ja, das ist richtig, ne? Warte mal. Geh doch mal rein und Ja. mach mal von innen. Und? Weg ist er. Wie ist es? Ja, also. Du Susi, weißt du, was ich ganz charmant an diesem Auto finde? Ah. Das ist die Idee, hier das Bad einfach mal in diesen Raum zu ziehen. Und Susi, weißt du, was ich mal nicht so gut finde? Was? Das ist die Umsetzung. Also, ich war vorhin sehr, sehr begeistert von diesem Auto, als ich das gesehen habe. Wir haben hier nur einen ganz kurzen Blick reingeworfen und ich dachte so, oh, das ist mal was anderes, ne? Hier kann ich das Bad rausziehen, hier kann ich mich reinstellen. Dann ist diese Duschtür auch sehr massiv. Also das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ich habe hier eine tolle Höhe drin. Also ich kann mir das gut vorstellen mit Duschen. Allerdings, was halt blöd ist, das Ding hier, das fährt von selber ein. Also ich habe hier keine Arretierung. Zumindest haben wir sie nicht gesehen. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Müssen wir mal fragen. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Und ich habe hier einen Ablauf nur drin. Also wenn das Auto mal schräg steht, dann habe ich hier halt einen einzigen Ablauf. Das ist jetzt auch nicht so toll. Da hätte ich ja auch gehofft, dass da hinten in der Ecke noch ein Ablauf wäre. Was ist denn da noch so ein Bad? Ist aber nicht. Ja, da ist eigentlich nur die Tretford-Toilette hier drin, ne? Und dann habe ich hier hinten meine Duscharmatur und das war's. Also viel ist hier nicht verbaut. Hier hast du keinen Spiegel, hier hast du nichts zu schminken, hier kannst du nichts großartig machen, ne? Also von außen eigentlich erst ein schönes Auto gewesen und dann hat sich es doch so ein bisschen als eigenartig rausgestellt. Hier neben den Fächern habe ich jetzt hier mein Klimagerät. Auch das ist natürlich in China üblich, weil hier mal andere Temperaturen herrschen, ne? Oder beziehungsweise auch die Möglichkeit bestehen muss, in anderen Temperaturregionen unterwegs zu sein. Und die Bettensituation ist hier auch ganz spannend. Ich habe jetzt hier eigentlich auf einer Liegemöglichkeit. Also ich kann dieses ganze Teil hier auch nochmal zu einer Liege umbauen, einer Liegefläche. Ich weiß gerade noch nicht wie.
Ist nicht so selbsterklärend? Nee, gerade noch nicht so. Okay. Also hier sind 2 Hebel. Hier sind 2 Hebel, aber ich krieg's nicht hin gerade. Aber Okay. man sieht, dass es halt theoretisch eigentlich eine Bettfunktion zeigen sollte, oder? Das Ding ist schon kaputt. Warte mal. Also, den kann ich hier klappen. Ja. Und hier, Den musst du wahrscheinlich. Aber der Tisch ist jetzt auch gerade im Ja. Weg, ne? und den müsste ich doch jetzt hier hochheben können. Kann ich aber nicht. Naja, gut. Okay. Ja, jetzt. Ich muss mal weiter nach hinten gehen. Und jetzt kannst du hier hinten noch die Fächer einmal kurz zeigen. Ja. Und ich halte mich mal hier irgendwo fest. Es ist ein etwas anderes Konzept. Das ganze Ding funktioniert ja ein bisschen anders. Wir haben hier hinten auch noch mal ein paar kleine Staufächer. Aber wie gesagt, ne, Stauraum in so einem Auto immer ein bisschen begrenzter. Guck mal, hier haben sie auch weniger Scharniere genommen. Ist ja spannend, warum sie vorne 3 genutzt haben und hier hinten 2. Allerdings Klappen halten trotzdem. Also ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen Staufläche. Krieg hier was unter. Ich habe hier nochmal einen Lichtschalter fürs Gesamtlicht. Ich habe hier nochmal eine kleine Leselampe und eine Stromvariante. Vor allen Dingen habe ich hier, jetzt muss ich mal kurz einen Schritt nach hinten machen. Ich habe hier einen kompletten zweiten Sitzbereich. Das ist ja Genau. wie ein Arbeitszimmer. Genau, ich habe hier eigentlich einen Arbeitsplatz, ja. Wobei, Super cool. also das ist jetzt ein bisschen weit weg, ne? Ja. Die Tischsituation, das ist nicht ganz so. Oder 2 Sitzecken zum Essen, chillen, was auch immer. Ja, genau. Also ich hätte hier, wenn ich mich ein bisschen weiter nach vorne setze, dann geht das natürlich. Ja. Aber es ist natürlich mal spannend, dass man hier anders mit diesem Grundriss umgegangen ist. Und ich habe hier unter dem Fach nochmal ein paar Klappen. Nochmal zusätzlich Staumöglichkeit, hier was unterzubringen. Ja, super. Ne? Hier nehme ich an, ist Technik hinter. Nochmal eine Klappe Ja, ganz und habe klein, ein bisschen Stauraum, genau. Wie sieht das hier eigentlich drunter aus? Ne? Hier habe ich die Technik, guck mal. Richtig fett Batterieleistung. Sehen wir hier irgendwo, was das für eine ist? Nee, okay, aber sehr gut zugänglich, ne? Ich komme hier überall ran. Also da kann man wenig meckern und dann hier auch in Aluprofilen verbaut. Auch das ist ja nett. Habe ich hier hinten auch noch was? Nee, weiß ich nicht. Aber das Besondere ist jetzt hier natürlich auch das Bett. Die Bettsituation, weil ihr werdet euch ja fragen, es ist ja nicht nur vorne das Bett, sondern ich habe hier hinten natürlich auch nochmal ein Heckbett. Und das befindet sich hier hinter dieser kleinen Klappe. Also ich kann hier dann den Tisch einmal runterklappen. Und dann habe ich hier die Bettlösung und kann das Bett einmal umklappen. Ja, sieht ganz lustig aus. Mittlerweile haben wir auch sehr viele Zuschauer. Es ist so ein bisschen wie so eine kleine Privatvorstellung hier für alle Leute. Hier siehst du jetzt auch, warum das Auto Backen hat. Allerdings, ich würde mal jetzt total gerne meine Schuhe ausziehen. Mach doch mal. Ne? Und jetzt einfach mal hochklettern und einfach mal gucken, Ob du da wie überhaupt lang ist das reinpasst, denn ne? hier überhaupt? Und? Ja, da das fehlt noch ein geht. Polster, oder? Ja, das geht Hier aber. hinten aber? Hä? Hier hinten fehlt aber noch irgendwie ein Ja, also Polster. Kopffreiheit habe ich. Also das geht. Füße geht. Füße geht. Du passt da rein, das ist Ja. super. Also für ein Heckbett ist das okay, ne? Super gut. Also da kann ich nicht meckern. Und du, das vor allen ist ein Dingen, Auto für 3 Leute, ne? und vor allen Dingen, was sie hier ganz gut gemacht haben, was mir wieder richtig gut gefällt, muss ich sagen, also die Matratze fühlt sich jetzt nicht so an, das ist ein guter Schaumstoff, das ist schön weich und vor allen Dingen die Trennung, ne? Normalerweise, mich ärgert das immer, dass die Trennung dann irgendwo so im Hüftbereich ist. Und guck mal, hier haben sie hier hinten so einen kleinen Einleger drin. Der ist aber völlig egal, weil da liegen meine Beine, das stört mich nicht, ne? Da ist es echt egal. Und dann habe ich hier meine kleine Leselampe. Guck mal, die kann ich hier so rumklappen. Ja, super gut. Und auch in unterschiedlichen Lichtstimmungen. Tagsüber, ne, hier mit einem sehr hohen Weißanteil. Und abends kann ich dann hier schön das Einschlaf-Dimmerlicht anmachen. Also auch ganz nett. Und guck mal, was sich hinter dem Bett auch noch verbirgt.
Da kann ja nur keiner meckern wegen Stauraum, ne? Du meinst hier? Ja. Ja, die haben sogar nochmal eine andere Tiefe. Das stimmt. Also hier ist nochmal ein bisschen mehr Platz. Hier kriegst du nochmal ein bisschen was unter, das stimmt. Also es fehlt jetzt vielleicht, naja gut, du kannst ja hier theoretisch auch unterm Bett noch das ganze Ding als Garage nutzen. Ne? Stimmt. Also ich habe ja hier auch nochmal super die Möglichkeit, was unterzubringen. Das ist in der Art und Weise schon ganz gut gelöst, würde ich sagen. Also für so ein Auto, also es sind so ein paar Details, die mich jetzt stören, ne? Aber vielleicht haben wir sie auch noch nicht so richtig herausgefunden, ob es vielleicht anders funktioniert. Warum das Ding jetzt hier nicht einfach bleibt. Und jetzt vor allen Dingen, wenn das Klo ausgefahren ist und ich aus dem Bett hill, ja, du kannst eigentlich dieses Konzept nur nutzen, wenn du im Bad bist und es dann ausfährst. Ja, Ne? macht doch Sinn. Du bist im Bad, fährst es aus und dann kannst du hier aufs Klo gehen. Die Trettpforte ist natürlich drehbar. Da kannst du dir hier nochmal ein bisschen Platz schaffen. Und das ist schon eigentlich echt ganz nice gelöst. Ja, das unten sieht nicht so geil aus, aber die Funktion ist doch Hammer. Ja, was jetzt an dieser Version nicht so schön ist, ist natürlich jetzt das Badezimmer, so im geschlossenen Zustand. Da hätten sie auch eine andere Farbe nutzen können, finde ich. Ne? Also wenn das jetzt hier in der gleichen Materialfarbe gewesen wäre, wäre das so ein bisschen unauffälliger gewesen. Oder? Findest du nicht auch? Ne? Aber die Idee des Bads ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und auch die Idee dieses Bettes hinten. Und ich war ja erst ein bisschen skeptisch, ob ich überhaupt reinpasse ins Bett. Aber ich muss halt sagen, das Bett ist groß genug. Man hat genug Platz hier. Und wie praktisch ist es jetzt mit dem Einklappen? Mal gucken. Ja, auch das geht problemlos. Also ich kann hier problemlos das Bett auch selber wieder einklappen. Und habe dadurch hier natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also ich habe jetzt dadurch hier auch nochmal die Möglichkeit, ein Fahrrad mal mitzunehmen. Ich kann hier auch lange Gegenstände reinpacken. Ich kann in Skiurlaub fahren und so. Also das ist schon nicht unpraktisch, würde ich sagen. Ob das jetzt hier so die Nonplusultra-Lösung ist, weiß ich nicht. Aber klar, man hat nochmal zusätzlich einen kleinen Sitzplatz. Also du hast vorne dann theoretisch die Möglichkeit, da mit maximal 3 Leuten zu sitzen. Und hier kannst du auch nochmal mit 2 Leuten sitzen. Weißt du, was auch geil ist? Das kannst du von da nicht sehen, aber ich habe gerade überlegt, verdammt, wo würde ich da mein ganzes Bettzeug hin tun, ne? Ja, das kann drin bleiben, ne? Ja, komm mal her. Du kannst nämlich von hier außen kannst du da reingreifen. Ja. Ne? Du kannst Genau. ja auch noch Sachen reinstopfen, dein Bettzeug hier reinpacken. Das muss nicht weggepackt werden. Genau. Du kannst es so auch nochmal als zusätzliche Staumöglichkeit nutzen. Ja, richtig Also gut. auch das ist ganz spannend, genau. Ja. Hier unten ist auch noch ein kleines Fach. Ja, genau. Hier unten ist einfach nur nochmal ein Fach, so um halt irgendwas auch nochmal zu verstauen. Mhm. Hier hinten die Fenster, ne, haben wir auch nochmal die Möglichkeit zu verdunkeln und so einen Mückenschutz. Und das jetzt hier auch mal in der Variante habe ich jetzt so auch noch nicht häufig gesehen. Ne? Sieht mal ganz anders aus. Ist jetzt nicht so diese klassische Fensterverdunklung, sondern hier irgendwie schon so ein bisschen im China-Stil, würde ich sagen, oder? Aber ich mag diese Rollos mehr als die Plissés. Plissés. Ja, Genau. definitiv. Ja, Türen? Türen was? Türen Hier? mal zumachen? Nee, hier ist auch noch so ein. Kannst ja auch noch ein bisschen was verstauen. Die Ja, haben genau. wirklich den Platz ausgenutzt. Ja, kleine Verkleidung, genau. Yeah, YouTube. No. I'm from another. So, jetzt, weil ich so ein bisschen zu doof war, wird uns das jetzt mal gezeigt hier, wie das geht. 等一下，我先试一下。 Ah, guck mal, kann er auch nicht so mit Anhieb.
稍微一下，等一下，啊，OK。Ah, okay. 这个给他们绳弄得有点。 Vielleicht holt doch mal jemand eine Ahnung. Nee, guck mal, aber dann war hier jetzt doch nicht so doof, dann ist da irgendwas ein bisschen kaputt gegangen. Dann geht das leider. Nee. Ich sag ja. Ja, okay. 来的时候就已经这样了。 Eieieiei. Jetzt bloß nicht blamieren hier vor den Deutschen, Ja. ne? Wenn das nicht klappt hier mit dem Umbauen. Ich hatte schon kurz an mir gezweifelt, dass ich irgendwie das nicht hingekriegt habe, aber in der Tat scheint da jetzt irgendwie was kaputt zu sein. Ja, jetzt lassen wir uns das einmal mal hier beim anderen Auto zeigen, wie das geht. Okay. Okay. Ja, da braucht man dann aber noch einen Topper, um da drauf zu liegen, ne? Also, Da ist noch eine Lücke. oder du kannst halt irgendwas drauflegen. Ja. Ja. Okay. Okay. Tschüssi. Ja, Susi, sag mal, wie gefällt dir das so? Jo, einpacken mitnehmen, ne? Schon, ne? Ja, gefällt mir richtig gut. Der Grundriss mit dieser rausziehbaren Dusche, das Bett, was ich wegklappen kann, ist mir nichts im Weg. Ich habe 2 Sitzbereiche, Küche bisschen klein, ne? Aber so von der Funktionalität und Stauraum fand ich war auch richtig gut. Ja, und du hast ihnen gleich Verbesserungsvorschläge noch gegeben, ne? Ich habe gerade gefragt, Mensch, wir stehen hier so ein bisschen schief und die Dusche, die rutscht dann immer wieder ein bisschen zurück. Und ich meinen so, ja, beim nächsten Auto. Ne, das haben die hier halt nicht bedacht, weil die haben hier das Auto, weil es ein Allradfahrzeug ist, extra schräg gestellt. Ja. Und deswegen rutscht das Ding halt zu. Normalerweise steht ja ein Auto gerade. Ja. Und hier ist es halt einfach aufgrund der Präsentationsform halt so ein bisschen schwieriger. Mir gefällt das Auto auch richtig gut. Vor allen Dingen, was mir richtig gut gefällt, ist hinten die Bettsituation. Du kannst damit wieder aus einem Wohnmobil in Anführungszeichen den Transporter machen. Du klappst das Teil weg und hast dadurch wieder Durchlademöglichkeit. Du hast halt einfach die Funktionalität durch das Heckbett nicht eingeschränkt. Finde Ja. ich sehr, sehr cool. Du kannst ein Fahrrad mitnehmen hinten und so weiter und so fort. Du kannst 4 Leute mitnehmen Ja, und 3 können hier bequem schlafen. ja, würde ich auch sagen. Und vor allen Dingen, bequem schlafen kann man auch laut sagen, denn hier Matratzenqualität echt gut. Ne? Ich konnte da gut liegen. Vor allem hast du reingepasst. Ne? Du Ja, bist ja jetzt nicht Chinesen. ja, samt Öhrchen bin ich sogar noch ein bisschen höher. Ne? Ja, das stimmt. Nee, schönes Auto. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie hat euch das gefallen? Ne, nicht nur die Farbe, sondern das gesamte Auto. Ja, ihr könnt auch schreiben, ob euch die Farbe gefällt. Aber das Auto ist schon, das macht schon was her, gefällt mir richtig gut. Ja. Ich bin gespannt, was hier noch alles auf der Messe so zu sehen ist. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und wenn ihr gespannt seid und noch nicht die Glocke gedrückt habt, macht das. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, ne, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ey, dann gibt's nächstes Mal so Ärger, wenn ihr das jetzt nicht macht. Also, aber sowas von. In diesem Sinne, ihm. Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Angucken. Tschö mit Ö. Tschüss. Oder auch Tschö mit Öhrchen, ne? Tschö mit Öhrchen. Ja. Hi. Can we? Ah, ja, ja. Schön.